Damas y caballeros, mi nombre es Artificial Neurobiotic Datos Interface. Tut mir leid, setze in Deutsch fort. Meine Damen und Herren, mein Name ist Artificial Neurobiotic Data Interface, aber wenn es euch einfacher fällt, nennt mich Andy. Science Fiction lässt sich durch ein Zitat der Filmtheoretikerin Vivian Sobchak beschreiben. Science fiction films differ from fantasy films in that while science fiction films seek to achieve our belief in the images we're viewing, fantasy film instead attempts to suspend our disbelief. The science fiction film displays the unfamiliar and alien in the context of the familiar. Despite the alien nature of the scenes and science fictional elements of the setting, the imagery of the film is related back to mankind and how we relate to our surroundings. While the science fiction film strives to push the boundaries of the human experience, they remain bound to the conditions and understanding of the audience and thereby contain prosaic elements rather than being completely alien or abstract. Wieder eine genauere Erklärung erfordert. Science Fiction ist ein Genre der Literatur und des Films, aber auch andere Bereiche wie etwa der bildenden Kunst oder der Videospiele, das den Einzelnen, die Gesellschaft oder die Umwelt in oft radikal alternativen Konstellationen betrachtet. Science Fiction entwirft häufig in die Zukunft verlegte, teilweise auch räumlich entfernte Konstellationen des Möglichen und beschreibt deren Auswirkungen. Dabei werden reale, wissenschaftliche und technische Möglichkeiten mit fiktionalen Spekulationen angereichert. Einen Moment bitte. Während ich recherchiere, hier eine kurze Werbeunterbrechung. Das war's mit der Werbung. Man unterscheidet oft zwischen Hard Science Fiction und Soft Science Fiction. Hard Science Fiction bezeichnet den Zweig der Science Fiction, der durch ein Interesse an wissenschaftlicher Genauigkeit oder Details geprägt ist. Im Mittelpunkt der Geschichten stehen die Naturwissenschaften, beispielsweise Astronomie, Physik, Gentechnologie sowie technische Fortschritte. Charakteristisch sind eine sehr technik- und faktendominierte Erzählweise und die Weiterentwicklung aktueller wissenschaftlicher Phänomene. Die Soft Science Fiction befasst sich mehr mit den philosophischen, psychologischen, politischen oder gesellschaftlichen Themen. Der Begriff Soft stammt aus dem Englischen und grenzt dort die genannten Geisteswissenschaften gegen die harten oder exakten Naturwissenschaften ab. Die Soft Science Fiction nutzt technische Errungenschaften eher am Rande und als Hilfsmittel, um die Handlung einzubetten. Genug von der Unterscheidung, auf zur Geschichte! Die Science Fiction im engeren Sinne konnte erst mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik entstehen. Nach der Entwicklung des Fernrohrs wurde der Mond als ausgedehnter Himmelskörper erkannt und im Zeitalter der Entdecker wurde sogleich von Mondreisen geträumt. Im 19. Jahrhundert begann in Europa die Zeit der eigentlichen Science Fiction. Mary Shelley war wegen ihres Romans Frankenstein dabei besonders ausschlaggebend. In den 20ern erschienen in den USA niveaulose Science-Fiction-Magazine. Das bekannteste war Hugo Gernsbacks Amazing Stories. In den 1930ern veröffentlichte der Philosoph und Autor Olaf Stapledon seine Werke Last and First Man und Star Maker, welche Inspiration für viele spätere Autoren waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte Science Fiction immer mehr an Popularität. Mit dem Aufkommen des Kalten Krieges machten es sich die Autoren der Science Fiction zur Aufgabe, tabuisierte Themen wie die Atombombe zu benennen. Ein weiterer wichtiger Faktor waren die Sputnik-Missionen, Juri Gagarin und der Weltlauf zum Mond. Kurz darauf wurde Science Fiction erstmals ernst genommen, denn jeder potenzielle Leser der Geschichten meinte, dass ihr Inhalt über kurz oder lang Realität werden könne. Wie wär's mit einem kleinen Quiz, damit diese Clowns auch mal was zu tun haben? Tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program.
reduced to a single instinct. Survive. In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gale. Only one comes out. Gratulation! Vergesst nicht, den grünen Punkt einzutragen. Mittels dem Science-Fiction-Filmgenre wurden schon lange mögliche unvorhergesehene Zukunftsbilder kommentiert. Wie auch in anderen Kunstformen stellt auch Science-Fiction Kritik der vorhandenen sozialen Problematik dar. Die meisten kontroversen Inhalte in Science-Fiction-Filmen sind entweder eine Dystopie oder eine Utopie. Grundsätzlich überwiegen die dystopischen Filme. Die Kommentare und Kontroversen in den Science-Fiction-Filmen zeigen oft die Sorgen und Ängste der Menschen zur jeweiligen Zeit. So zeigen frühe Filme die Angst vor der Ersetzung der Arbeiter durch Automatisierungstechnik und die Entmenschlichung durch die Wissenschaft und Technik, wie zum Beispiel HAL 9000 von 2001: A Space Odyssey. Er kontrollierte das Shuttle, wendete sich aber später gegen die Crew. Filme mit Monstern in den 1950ern wie Godzilla symbolisierten die Angst vor Nuklearkriegen, Kommunismus und dem Kalten Krieg. In den 1970ern wurden satirische Filme produziert, die Hippies im Weltraum zeigten, anstatt der militärisch dominierten Filme vergangener Zeit. Außerdem brachte Stanley Kubrick den schockierenden Film A Clockwork Orange in die Kinos, der eine raubende und mordende Jugend präsentierte. In folgenden Produktionen wurden Themen wie Euthanasie in Logan's Run und Frauenbewegungen in Stepford Wives aufgegriffen. Es folgten noch viele weitere politische und soziale Themenfelder. Ereignisse und Themen wie der Irakkrieg, internationaler Terrorismus, die Angst vor der Vogelgrippe und die Anti-Immigrationsgesetze der USA stellten interessante Herausforderungen für Filmemacher dar und wurden schließlich in Produktionen wie V for Vendetta, Children of Man und District 9 verarbeitet. Der Film Avatar prangert den Kolonialismus und den Irakkrieg an. Und so stellen sich diese 5 naiven Studenten die Science-Fiction-Zukunft vor.